Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Heute schauen wir uns nochmal eine Problematik an, von der ich immer doch wieder gefragt werde. Gerade der M&H bei YouTube, der hat mich das jetzt auch wieder gefragt. Und ich habe mir gedacht, das wollte ich auch schon lange mal als Video machen. Warum mache ich es jetzt nicht einfach? Wenn ich mal kurz die Luft habe, dann baller ich doch jetzt lieber noch raus, was ich kann. Und zwar geht es um das sogenannte Tip Dry. Ihr kennt es alle, wenn ihr viel brusht, dass dann vorne sich das ansammelt an der Gun und die Farbe dann verstopft. Heute mit runtergespült. Ach, das haben wir gleich. Frau Glöhr, Nanu, da sind ja noch ganz andere Sachen drin. Besonders häufig und besonders schön funktioniert das eigentlich mit der Weiß. Weiß hat natürlich eine viel höhere Pigmentierung als andere Farben. Und die neigt natürlich immer als allererstes dazu, sehr schnell die Gun zu verstopfen. Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns doch einfach mal an, wieso das passiert, was man präventiv dagegen machen kann. Was könnt ihr aktiv dagegen machen, damit das nicht so schnell passiert? Wie stellt ihr eure Farbe ein, beziehungsweise euren Kompressor? Wir haben also ein bisschen Möglichkeiten, das noch ein bisschen anzupassen, damit das bei euch nachher funktioniert. Ist ja natürlich so, jeder hat eine andere Gun, jeder hat vielleicht auch andere Farben, einen anderen Kompressor. Da muss man dann immer ein bisschen, ich gebe euch natürlich hier immer nur so Richtlinien, wie ich das mache. Aber es muss nicht zwangsläufig zu 100% bei euch dann auch mit den Specs dann funktionieren, sondern das müsst ihr dann natürlich auch so ein bisschen selber rausfinden bei eurer Gun. Aber ich zeige euch einfach, was könnt ihr dagegen machen, um das ein bisschen zu minimieren und da ein bisschen leichter voranzukommen. Und dann macht das auch wieder deutlich mehr Spaß, oder? Genau, das gucken wir uns einfach am Maltisch an und ich zeige euch mal, was ihr da so machen könnt. Und wie gesagt, schaut gerne bei meinem Airbrush-Partner Airbrush4U vorbei. Die Jungs sind richtig klasse, ein richtig geiler Shop, wenn ihr da noch Equipment braucht. Schaut da gerne vorbei. Wenn ihr was bestellt, schreibt gerne in die Beschreibung rein, dass ihr von mir kommt. Dann wissen die Jungs einfach Bescheid. Oh, jetzt fliegt hier das halbe Equipment durch die Gegend. Geil. Genau, unterstützt mich auch gerne, wenn ihr da Bock drauf habt. Guckt in die Infobox, da steht dann alles drin über einen Ovolus, wenn ihr einen da lassen wollt, oder mein Shop, wenn ihr da reingucken wollt. Könnt ihr das alles gerne machen. Joint auch gerne auf meinen Discord-Server. Ich habe einen schönen Discord-Server, wo ihr euch gerne mit anderen Airbrushern und fortgeschrittenen Anfängern etc. einfach austauschen könnt, wenn ihr denn da Lust drauf habt. Oh, Heilanzeige fällt heute auch fast alles auseinander. Und dann würde ich nämlich sagen, bevor ich jetzt hier gleich eine Hustenattacke kriege, flitzen wir ab zum Maltisch. So, da sind wir am Maltisch und was können wir denn aktiv machen, um das Verstopfen dieses Tip Dry eigentlich zu verlängern, sagen wir es mal, dass es nicht so schnell stattfindet. Und da können wir eins machen, die Farbe immer ein bisschen mehr verdünnen. Wenn die einfach zu dick ist, dann setzt die einfach vorne an der Nadelkappe einfach an der Nadel viel schneller an. Dann habt ihr da schon ein richtiges Problem. Also probiert ruhig mal aus, 1 Tropfen, 2 Tropfen mehr reinzugeben, um einfach mal zu schauen, ob es dadurch eventuell besser wird. Danke, Kappa, für dein Gehuste hier und wir können natürlich auch noch mit dem Kompressor spielen. Sonst schaut mal, wenn es dann auch nicht funktioniert, dass ihr vielleicht mal, ich schaffe hier so zwischen 1,8 bis 2 Bar, dass ihr dann vielleicht auf 2,2, auf 2,4 hochgeht und einfach mal gucken, ob es dann eventuell besser funktioniert. Das kann in der Regel auch helfen. Und das Dritte, was man wirklich aktiv machen kann, ist, dass permanent Luft fließen soll. Das meine ich damit, wenn ihr airbrusht und ihr drückt den Trigger, dann lasst ihr natürlich nicht einfach los. Wenn ihr einfach loslasst, dann sammelt sich vorne immer mehr und viel schneller Farbe an. Und wenn ihr dann brusht, dann kann es auch sein, dass euch die Farbe direkt erstmal aufs Bild spritzt. Deswegen ist es da relativ wichtig, immer wieder nach vorne in die Ausgangsposition zu gehen, nochmal Luft fließen zu lassen, dann passt das. Weil wir hier schön sehen vorne, das ist so klein, das ist so dünn, da ist natürlich klar, dass mit der Zeit sammelt sich da vorne immer Farbe an. Das ist wirklich so, da könnt ihr auch nichts dran ändern. Aber wie gesagt, spielt mal mit der Farbe, spielt mal ein bisschen mit dem Druck. Und das kann manchmal schon ein entscheidender Faktor sein. Und dann eben hier, wenn ihr brusht, dann gebt ihr Luft, ihr gebt Material und wenn ihr fertig seid, geht ihr wieder nach vorne, gebt nochmal kurz Luft und dann erst runter vom Hebel. Wenn ihr das nicht macht, einfach quasi, ihr gebt Material und geht dann einfach direkt runter, dann habt ihr natürlich vorne viel schneller, viel mehr Farbe angesammelt und dann habt ihr da eben ein sehr schnelles Tip Dry. Das kann dazu führen, dass es wirklich sehr schnell passiert. Deswegen
Die Luft muss immer fließen. Das ist natürlich, wenn man sich dran gewohnt hat oder so, sag ich mal, auch ich musste mich eine Zeit lang da sehr stark umstellen, weil ich es am Anfang auch nicht so gut gemacht habe und da auch vermehrt Tip Dry hatte. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich achte da jetzt einfach gezielter beim Airbrushen drauf und siehe da, es hat deutlich besser funktioniert. Also ich achte da einfach mehr drauf. Wenn ihr eine Zeit lang drauf achtet, dann wird das auch wieder automatisiert. Dann geht das wieder ins Muskelgedächtnis rein und dann funktioniert das auch wieder. Aber wie gesagt, die 3 Punkte können auf jeden Fall sehr entscheidend sein und können euch das Leben leichter machen, was das Thema Tip Dry angeht. Das kann ich euch noch mitgeben. Und wie gesagt, probiert da einfach mal aus mit dem etwas mehr verdünnen, mal hier ein Tropfen, mal da ein Tröpfchen mehr vielleicht. Das hilft mir meistens, wenn ich merke, gerade bei der Weiß, die ist natürlich eben durch die hohe Pigmentierung einfach bedingt eher anfällig dafür. Die verdünne ich generell manchmal ein bisschen gern, ein bisschen mehr und dann hilft das auch. Und wie gesagt, ansonsten ein bisschen mit dem Druck hochgehen, das kann auch schon oft sehr viel helfen. Aber dann halt gucken, dass ihr dann nachher wieder bei den anderen Farben ein bisschen wieder mit runtergeht. Genau, das war's eigentlich. Das war schon wieder schnell und knackig. Das könnt ihr ausprobieren. Probiert es gerne aus. Schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch so besser funktioniert hat. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch sehr viel Freude mit meinen ganzen Videos und Tutorials. Schaut da gerne mal vorbei. Ich habe ja wirklich einen Haufen und in diesem Sinne reingehauen und viel Spaß.